Heute sprechen wir über eine Aktie, welche sich seit längerer Zeit in einem Abwärtstrend befindet. Hierbei handelt es sich um die Microsoft-Aktie. Ich habe in meinem letzten Portfolio-Update-Video auch erklärt, dass ich so schnell wie möglich ein Video machen werde, damit wir hier sehen können, ob sich aktuell ein fairer Preis ergeben könnte bei der Microsoft-Aktie. Und dafür nutzen wir mein Fundamental-Analyse-Tool, welches ich letztes Jahr entwickelt habe in Google Sheets. Und ich möchte was sagen, ich finde, es ist nicht ganz so berechtigt, was hier dementsprechend mit Microsoft passiert. Aber dann würde ich sagen, nach dem kurzen Intro pausiert euch gerne noch den Disclaimer, liest ihn euch in Ruhe mal durch. Legen wir los. Bevor wir die Aktie von Microsoft fundamental bewerten, schauen wir ganz kurz in die charttechnische Analyse rein. Hier mache ich eigentlich kein großes Hexenwerk. Ich sehe hier aber, dass der Kurs um 18% in der Spitze von Oktober bis heute gefallen ist. Meine eigenen Unterstützungslinien wurden hier bereits durchbrochen. Und die kleine Sorge ist auch hier diese 200-Tage-Linie, die auch bereits durchbrochen wurde. Aber ich habe vorhin schon erwähnt, ich investiere in die Zukunft und deswegen schaue ich immer auf die fundamentale und die innere Stärke eines Unternehmens und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt rüber zu meinem Analysetool. Mit unserer Fundamentalanalyse zu Microsoft fangen wir immer mit den Marktdaten an und zwar, wir sehen hier oben, dass der Kurs relativ fair bewertet ist nach dem, was ich berechnet habe und wie ich dazu gekommen bin, das kommt noch im Laufe des Videos. Wir haben eine Marktkapitalisierung bei Microsoft von über 3,3 Billionen US-Dollar, ein Kursgewinnverhältnis von über 32. Übrigens, das KGV ist für die Legende Peter Lynch ein wichtiger Indikator gewesen. Gewinn je Aktie von über 14 Dollar, Dividende von 3,3 Dollar und eine Dividendenrendite von 0,73%. Und in dem 52 Wochen Hoch und Wochen Tief sehen wir, dass wir uns derzeit ungefähr in der Mitte befinden. Ich habe in die Kategorie nach Peter Lynch Microsoft unter Stalwarts eingestuft und wir beziehen uns immer bei unseren Berechnungen auf das letzte 10K-Bericht. Warum machen wir das so? Weil auch die Legende Warren Buffett hat immer erwähnt, dass man sich auf die Jahresberichte beziehen sollte, weil dort dementsprechend alles geglättet ist und wir wissen dann, was das Unternehmen dementsprechend auf Jahressicht verdient hat. Quartalszahlen hat er eigentlich immer mehr oder weniger ignoriert und das machen wir auch so, denn wir investieren in die Zukunft und deswegen mache ich das so. Das Beta ist bei 1,07 und was bedeutet das für alle, die neu da draußen sind? Das bedeutet, dass wir gegenüber dem Gesamtmarkt mit 7% stärker schwanken, denn der Gesamtmarkt hat hier einen Wert von 1,0. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu den Vergangenheitsdaten mal rüber. In der Vergangenheitstabelle können wir uns anschauen, was hier Microsoft geleistet hat in den letzten 5 Jahren. Und dann sehen wir beim Umsatz eine Steigerung von über 14% von 168 Milliarden auf 281 Milliarden. Das EBITDA ist ebenfalls um über 14% angestiegen von 82 Milliarden auf 131 Milliarden. Dann das Net Income, sehen wir hier unten 18%ige Steigerung von 61 Milliarden auf 101 Milliarden und das EPS ist von 8,05 $ auf 13,64 $ um über 24% angestiegen. Eine kleine Steigerung gab es auch bei den Free Cashflows von 9%, von 56 Milliarden auf 69 Milliarden und die Buyback-Rate ist hier unter den Free Cashflows dementsprechend weiterhin stabil. Da bewegen wir uns zwischen 25 und 30er Wert. Aber wir sehen eine völlige Explosion bei dem Buchwert um über 23% von 141 Milliarden auf 343 Milliarden. Und die Shares Outstandings können wir uns hier anschauen.
dass einfach hier dementsprechend Microsoft kontinuierlich weiterhin eigene Aktien zurückkauft. Das ist für uns Anleger wunderbar, denn dadurch steigt der Preis unserer Aktie, ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Und dann sehen wir auch eine weiterhin steigende Dividende von knapp 10%. Diese ist angestiegen von 2,24 $ auf 3,32 $. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu meinem Master Key jetzt mal rüber und dann sehen wir uns das Endergebnis an. Was ist eigentlich der faire Preis bei der Microsoft-Aktie? So, jetzt sehen wir uns in dem kombinierten Master Key alles genauer mal an. Also ich berechne hier jede einzelne Aktie mit 3 verschiedenen Bewertungsmodellen. Einmal nach dem Discounted Cashflow Verfahren, nach den Lehren von Warren Buffett, das Pack nach Peter Lynch und die dritte Variante ist das Enterprise Value EBITDA. Und dann sehen wir auf der rechten Seite hier 3 verschiedene Wahrscheinlichkeitsprozentangaben. Warum ist es so? Weil in meinen Augen einfach das Discounted Cashflow Verfahren die stärkste Methode ist, mit der man eine Aktie bewerten kann. Und dann kommt halt das PAC mit 30% und das Enterprise Value EBITDA mit 20%. Und dann sehen wir, dass wir im aktuellen Aktienkurs von $453 genau exakt jetzt beim gewichteten fairen Wert angekommen sind. Der kombinierte MOS-Preis, was ist das? Da ziehe ich nochmal 20% von dem gewichteten fairen Wert ab. So, und in der unteren Tabelle können wir uns Folgendes anschauen. Ich führe 3 verschiedene Bewertungen durch, das habe ich ja vorhin schon oben erklärt. Und aber ich muss etwas dazu erklären, wie ich überhaupt die Berechnungen durchführe. Ich führe für alle 3 Berechnungen 3 verschiedene Szenarien durch. Einmal die konservative, einmal die moderate Bewertung und die optimistische Bewertung. Und alle bekommen eine andere Wahrscheinlichkeit, so ähnlich wie hier oben im kombinierten Master Key. Und dann kommt noch dazu, dass ich für alle 3 Bewertungen dementsprechend die Wachstumskurve abflachen lasse. Das seht ihr hier unten, dass die Wachstumskurve nicht einfach konstant mit derselben Prozentangabe hier in die Zukunft weitergeht. Warum mache ich das so? Weil wir können nicht davon ausgehen, dass ein Unternehmen wie Microsoft oder alle anderen großen Unternehmen in die Ewigkeit so weiter wachsen. Das funktioniert nicht. Das werden die auch nicht schaffen und deswegen müssen wir halt hier eine abflachende Kurve einbauen. Aus Sicherheitsgründen. Und jetzt kommt aber noch das nächste, dass wir hier oben noch den kombinierten MOS-Preis berechnen. Das bedeutet, wir haben sowieso einen Sicherheitspuffer und dann nehmen wir noch das zweite dazu, also die 20%, die wir uns dementsprechend hier abziehen. Und so bekommen wir am Ende einen fairen Wert, den wir auch bereit sind zu bezahlen. Und in der Grafik sehen wir aber, dass Microsoft sich wirklich nach meinen Berechnungen in die in die Zukunft dementsprechend hier schön entwickeln sollte, also bis zu einem Preis von $729 in 5 Jahren. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch eine Checkbox an und dann schauen wir, welche Punkte nach meinen Kriterien hier Microsoft erfolgreich abgeschlossen hat. In unserer Checkbox können wir uns eins anschauen, dass Microsoft hier wirklich alle 7 von 7 Punkten abgeliefert hat. Das ist wunderbar. Wir sehen aber einen folgenden Punkt, den müssen wir jetzt mal kurz besprechen, und zwar der ROIC-Wert. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video zu Meta gemacht und zwar, das werde ich euch auch mal verlinken, da könnt ihr euch anschauen, was ich dort für einen fairen Preis ermittelt habe. Aber ich wurde des Besseren belehrt, weil ich dort gesagt habe, ein ROIC, ein kleiner Spoiler zu Meta, ist phänomenal und wird wahrscheinlich nicht so schnell wieder auf diesem Kanal irgendwo auftauchen. Und dann kommt Microsoft um die Ecke. Und damit man den ROIC mal versteht, was bedeutet das? Microsoft braucht $100, um $200 zu verdienen. Das bedeutet es. Und man sieht hier, nach Warren Buffett war ein ROIC von größer 15% schon mal ganz gut. Dann wissen wir, was der Wert dementsprechend hier bedeutet. Und wie gesagt, auch der ROE-Wert über 12%, hier haben wir sogar 32% erreicht.
Und die Buyback-Rate, die ist auch wunderbar, weil wir hier sehen, dass dementsprechend Microsoft weiterhin ihre Aktien zurückkauft, habe ich vorhin schon erklärt. Das ist für uns Anleger wunderbar. Und dann würde ich sagen, war's das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, dass die fundamentale Analyse hat euch Spaß gemacht. Wir werden auch demnächst, denke ich mal, Coca-Cola oder McDonald's analysieren. Das habe ich auch schon angesprochen, weil die Werte seit mehreren Monaten stabiles seitwärts laufen und wir dort auf einen Ausbruch warten. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch oder Abend, wann ihr auch immer das Video anschaut, und eine ruhige Woche noch. Ciao, ciao.